Wie bewertest du die Tatsache, ich stelle eine Frage. Wie bewertest Sie du stellen bitte eine Frage mit sachlichem Bezug Ja, zur natürlich, die Rede Frage Ihres kommt doch Kollegen. jetzt. Und dann würde ich Sie doch bitten, zu dieser Rede jetzt auch zu kommen, Meine zu Güte. dieser Frage. Frau Vorsitzende, die Frage kommt doch jetzt. Da Herr Kollege keine Zeit, Möglichkeit hat, die Zeit vorherzuspulen, würde ich Sie doch bitten, zum Fachthema PCK, weil das Thema so wichtig ist, zurückkommen. Das ist natürlich zur Rede. Ich möchte diese Frage hier nicht weiter hören. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ihr glaubt nicht, was im Brandenburger Landtag wieder abging. Die PCK-Raffinerie in Schwedt geht vor dem Aus. Tausende Jobs in Gefahr. Aber die Altparteien interessiert das nicht. Hauptsache, die Brandmauer gegen die AfD bleibt bestehen. Und es wird noch besser, als ein Abgeordneter eine einfache Frage stellen will, verbietet ihm die Präsidentin einfach das Wort und kommt selbst ins Stottern, weil sie genau weiß, dass sie Mist baut. Beim BSW gibt's wohl eine neue Strategie. Kritiker schickt man einfach in die Kaffeepause, damit sie bloß nicht für den AfD-Antrag stimmen. Leute, was hier abgeht, ist der Wahnsinn. Das müsst ihr gesehen haben. Schaut euch das an, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Ich möchte diese Frage hier nicht weiter hören. Ich würde Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Ja, weil es Ihre Fraktion ist. Also, Frau Vorsitzende, ich bitte Sie, hier so bei einer Frage unterbrochen zu werden. Ich möchte wirklich zum Thema zurückkehren. Das haben die Menschen vor Ort verdient. Bitte sehen Sie es mir nach. Was ist denn da schon wieder passiert? In der vergangenen Woche wurde unser Antrag für den Erhalt der PCK-Raffinerie in Schwedt und ein Ende des Ölembargos gegen Russland debattiert. Unsere Abgeordneten haben noch einmal eindringlich davor gewarnt, dass ein endgültiges Aus der Raffinerie, die seit 3 Jahren nur auf Sparflamme läuft, verheerende Folgen für die ganze Region haben würde. Liebe Kollegen hier in Hohenaus, wollen Sie wirklich tatenlos zusehen, wie eine ganze Region wirtschaftlich in eine ungewisse Zukunft gedrängt wird? Es geht darum, dass Sie sich einsetzen für die PCK. Es geht nicht darum, ob man das Ziel erreicht oder dass Sie sich einsetzen. Dass es der Ministerpräsident nicht tut, wir sehen, er ist nicht da. Also Sie reden davon, die Transformation muss erlebbar sein. Ja, wir erleben sie alle. Wir erleben sie mit hohen Energiepreisen. Wir erleben sie damit mit hohen Benzinpreisen. Wir erleben sie damit, dass Deutschland und Brandenburg ganz unten bei den OECD-Ländern sind. Das ist Transformation. Das ist nämlich die bewusste Zerstörung unserer Wirtschaft und unserer Industrie von oben. Das sahen nicht nur wir so, sondern auch Abgeordnete des BSW. In seiner Rede schlug Reinhard Simon, sein Wahlkreis liegt ebenfalls in der Schwedter Region, in die gleiche Kerbe wie wir. Und auch die immer wieder befristeten Beschäftigungsgarantien für die PCK-Mitarbeiter bieten keine ausreichende Sicherheit. Für mich ist es Sterbehilfe auf Zeit und ändert nichts an der wirtschaftlichen Lage. Verdammt nochmal. Aber als sich die Debatte dann dem Ende zuneigte und die Abstimmung kurz bevorstand, verließ Simon plötzlich zusammen mit BSW-Fraktionschef Nils Olaf Lüders den Sitzungssaal. Unserem Abgeordneten Felix Teichner ist das aufgefallen und er hat es angesprochen. Sehr zum Missfallen von Vizepräsidentin Jolien Brun, ebenfalls BSW. Ja, lieber Kollege, danke dafür. Hast du ebenfalls wie ich beobachtet, dass Herr Kollege Simon eben gerade von seinem Fraktionsvorsitzenden hier aus dem Fraktionssaal abgeführt wurde? Und wie bewertest du die Tatsache, ich stelle eine Frage. Wie bewertest Sie stellen bitte eine Frage mit sachlichem Bezug zur Rede Ihres Kollegen. Und dann würde ich Sie doch bitten, zu dieser Rede jetzt auch zu kommen, zu dieser Frage. Frau Vorsitzende, die Frage kommt doch jetzt. Wunderbar. Lieber Kollege Jung, wie bewertest du die Tatsache, dass der Kollege Simon bei der Abstimmung nicht dabei sein wird? Also das ist jetzt mal eine steile Prognose. Da Herr Kollege keine Möglichkeit hat, die Zeit vorherzuspulen, würde ich Sie doch bitten, zum Fachthema PCK, weil das Thema so wichtig ist, zurückkommen. Ich möchte diese Frage hier nicht weiter hören. Ich würde Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Ja, weil es Ihre Fraktion ist. Also, Frau Vorsitzende, ich bitte Sie, hier so bei einer Frage unterbrochen zu werden. Ich möchte wirklich zum Thema zurückkehren. Das haben die Menschen vor Ort verdient. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich dem Beitrag von Ihrem Kollegen weiter zuhören möchte. Vielen Dank. Ich sehe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Bitte, Herr Holoch.
Frau Präsidentin, ich würde Sie doch bitten, dass Fragen, die Abgeordnete stellen, hier auch zugelassen werden. War ja auch durchaus im Rahmen der Geschäftsordnung. Es spielt dabei keine Rolle, mit Verlaub, spielt es keine Rolle, wie Sie diese Frage bewerten, sondern es ist eine Frage an den Abgeordneten. Und ich würde schon bitten, dass das auch hier im Landtag weiterhin so möglich ist. Herr Abgeordneter, vielen Dank für Ihre Anmerkungen zur Geschäftsordnung. Ich sage Ihnen selbstverständlich zu, dass das intensiv geprüft wird, würde jetzt aber doch bitten, dass der Abgeordnete seine Rede hier beendet. Herr John, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Um auf die Frage nochmal von dem Kollegen Teichner zu antworten. Der Kollege Simon hat ja auch klargemacht, was wichtig ist für die PCK Schwedt. Dass er nun den Saal verlassen hat, zeugt vielleicht davon, von einem gewissen Teil der Resignation. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Aber ich glaube, es war wichtig, was er gesagt hat. Wichtiger ist natürlich, wie später das Abstimmungsverhältnis aussieht, um auch mal ganz klar zu positionieren. Wer zeigt denn Haltung, wer steht zu PCK Schwedt und wer nicht. Sollte verhindert werden, dass aus den Reihen der Regierungsfraktionen mal wieder Stimmen für einen AfD-Antrag kommen? Die Schlussfolgerung liegt nahe, denn während CDU und SPD in ihrem Klimawahn das Aus für die Kraft- und Heizstoffproduktion aus fossilen Stoffen kaum abwarten können, kann jeder, dem die Region irgendwie am Herzen liegt, eigentlich nur den Weiterbetrieb mit voller Kraft und die Sicherung von mehreren tausend Arbeitsplätzen stimmen. Aber dafür muss man schon über die Brandmauer bzw. über seinen eigenen Schatten springen. Alles andere ist inkonsequent. Während die Presse im Nachgang der Sitzung so tat, als wäre unser Antrag für eine Betriebsgarantie vom BSW mitgetragen worden, sah die Wirklichkeit leider ganz anders aus. Keine Enthaltung abgegeben. Insgesamt wurde der Antrag 29 Mal mit Ja votiert, 53 Mal mit Nein votiert. Damit ist der Antrag mehrheitlich ohne Enthaltungen abgelehnt. Schade für die PCK-Arbeiter, schade für Schwedt und nicht zuletzt für Brandenburg. Mit einer Regierungskoalition, die nur eines kann: dicht machen. Das Verhalten des BSW ist wirklich bemerkenswert. Und zwar im schlechten Sinne. Erst redet ein Abgeordneter klar und deutlich darüber, dass das Ölembargo und die drohende Schließung der PCK-Raffinerie eine Katastrophe für die Region sind. Und was passiert? Kurz bevor abgestimmt wird, wird er von seinem Fraktionschef aus dem Saal geführt. Zufall? Wohl kaum. Wer nicht mit der Linie schwimmt, wird einfach entfernt. So viel zur Demokratie beim BSW. Und dann die Vorsitzende Präsidentin. Peinlicher geht's kaum. Ein AfD-Abgeordneter stellt eine legitime Frage. Und was macht sie? Verbietet sie einfach. Und während sie sich mit Ausreden rauswinden versucht, kommt sie selbst ins Stottern, weil sie genau weiß, was sie vom Blödsinn da verzapft. Wie kann es sein, dass in einem Parlament Fragen unterdrückt werden? Ist das hier noch eine Debatte oder eine Einmannshow der Altparteien? Die Brandmauer ist denen wichtiger als Arbeitsplätze. Das muss man sich mal reinziehen. Wichtiger als eine funktionierende Wirtschaft und wichtiger als die Menschen in Brandenburg. Und die ganze Farce fliegt ihnen auch noch vor laufender Kamera um die Ohren. Was soll man dazu noch sagen? Das war's von mir. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.